Spoiler, frische Spoiler, nur hier, Spoiler to go. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Hier gibt's frische Spoiler, Spoiler. Brauche ich noch ein Intro? Nee, steht hier im Titel, oder? Erstens, Queenie. Was ist das für ein Assi-Move, Jacob mit einem Zaubertrank gehörig zu machen? Und den juckt es gar nicht, dass sie sich einfach über seinen Willen hinwegsetzt und ihn manipuliert. Der Trottel läuft ihr nach, sagt ihr, wie sehr er sie liebt und dass er eine Zukunft mit ihr will. Und die Olle rennt einfach weg. Was ist denn kaputt? Du willst ihn, er will dich. Warum läufst du weg? Wo wir gerade dabei sind, was denkt Queenie sich dabei, sich Grindelwald anzuschließen? Also, ich verstehe, dass sein Angebot erstmal verlockend klingt durch ihre rosarote Brille. Er verspricht ihr praktisch, dass sie endlich offiziell mit der Liebe ihres Lebens zusammen sein darf. Auch wenn es natürlich Blödsinn ist, das wissen wir ja. Klar, erstmal ist sie voll dabei. Aber spätestens als Jacob ihr unmissverständlich klar macht, dass er dem blonden Spinner nicht folgen will und nichts davon hält, warum geht sie immer noch dahin? Glaubt ihr ernsthaft, selbst wenn die Versprechung wahr würde und sie und Jacob heiraten dürften, dass Jacob das dann noch will? Obwohl, der Liebestrank hat ihn ja auch nicht verschreckt. Wahrscheinlich würde der Dackel ihr ins Fegefeuer hinterherlaufen und sie nutzt das schamlos aus. Zweitens, Nagini. Im Gegensatz zu vielen fand ich die Maledictus-Sache gar nicht so dumm. Es ist in den Harry-Potter-Büchern schon angedeutet, dass Nagini keine normale Schlange ist, sondern dass sie ein ziemlich weitreichendes Bewusstsein hat über die Dinge, die um sie herum passieren und dass Voldemort eine verdammt enge Bindung zu ihr hat. Enger als zu jedem Menschen. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er so tierlieb ist. Er hat für jeden seiner Horcruxe ein ganz besonders wertvolles Objekt gewählt und nach manchen hat er ewig lange gesucht. Glaubt ihr wirklich, dass er einen Teil seiner Seele in irgendeine stinknormale Schlange packen würde? Naginis Loyalität zu ihm wird auch dadurch erklärt, dass er Parsel spricht und sie vermutlich jahrzehntelang gefangen im Körper einer Schlange mit keinem Menschen Kontakt haben konnte, bis Voldemort in ihrer Sprache mit ihr spricht. Also ich habe mich richtig gefreut, mehr über Nagini zu erfahren. Immerhin soll sie später ein loyaler Gefährte des dunkelsten Zauberers überhaupt werden. Was bewegt sie dazu? Aber was erfahren wir in dem Film über Nagini? Was macht sie? Nichts! Absolut nichts! Sie sagt kaum was, sie steht nur so zur Deko neben Credence, halb in der Unschärfe und schaut ein bisschen besorgt rein. Das ist alles! Wozu ist diese Figur in diesem Film? Wozu wurde sie so vermarktet? Ach ja, weil bei dem Namen Nagini die Harry Potter Glocken klingeln und damit klingelt auch die Kasse. Drittens, McGonagall. Erstmal dasselbe wie Nagini. Was tut sie in diesem Film? Sie hat absolut keinen Zweck. Der Name fällt einfach nur, um den Harry Potter-Hype weiter zu melken. Aber noch schlimmer, für McGonagall gibt es nicht mal eine Erklärung, warum sie 1927 am Start ist. McGonagall war zu der Zeit noch nicht mal geboren. Das widerspricht dem Kanon. Einfach nur, um so ein Easter Egg reinzuschmeißen. Im Kino dachte ich zuerst, dass es vielleicht ein Vorfahr von Minerva McGonagall ist, aber erstens haben viele schon angemerkt, dass sie in den Credits mit Vornamen Minerva genannt wurde. Zweitens hat McGonagall ihren Nachnamen von ihrem Vater, der Muggel war. Es ist ja kein Ding, ein paar Namen fallen zu lassen, damit sich Leute freuen, die sie kennen. Zum Beispiel Rosier und McLaggen fallen da auch. Aber das macht Sinn. Rosier ist eine alte Zaubererfamilie und das kann irgendein Vorfahr sein. Und über McLaggen wussten wir es bis jetzt noch nicht. Kann also auch sein. Aber Minerva McGonagall war laut Kanon noch nicht geboren und ihr Name hat nichts in der Zaubererwelt verloren. Passend dazu auch das Auftreten von Nicholas Flamel und seinem Stein der Weisen. Was tut er in diesem Film? Erstens ist er für Jacob Deus Ex Machina, weil er sonst Queenie nicht finden würde. Zweitens holt er ein Buch raus, wobei man den Stein der Weisen sieht. Guck mal da im Regal. Den kennst du doch, den Stein der Weisen. Weißt du noch? Stein der Weisen? Gut, abgehakt. Drittens kommt er zu der großen Schlacht dazu gewackelt und sagt, hey Leute, haut alle euren Zauberstab in den Boden. Und alle hauen ihren Zauberstab in den Boden. Dankeschön, Nicholas. Danke, was würden wir ohne dich nur tun? Viertens, passend dazu die finale Schlacht. Das ist der langweiligste dramatische Höhepunkt, den ich je erlebt habe. Was passiert? Grindelwald beschwört aus den blauen Flammen so ein blaues Monster hervor. Die Guten beschwören aus den roten Flammen ein rotes Monster. Und beide Monster dann so und alle Zauberer so und dann geht das so 5 Minuten lang. Geil! Fünftens, Niffler Ex Machina. Gott, wie faul war diese Auflösung des ganzen Problems. Keiner von den Anwesenden wusste, dass diese Blutflasche wichtig ist. Und trotzdem ist der Niffler ganz aus eigenen Stücken durch die Feuerwand gehuscht und hat Grindelwald, dem mächtigsten Magier der Welt, völlig unbemerkt ausgerechnet das Wichtigste außer seinem Zauberstab abgeluchst. Nee. Und überhaupt dieser Blutschwur. Wenn ich mich recht entsinne, ist das, glaube ich, auch was Neues in der Zaubererwelt, das wir aus den Büchern gar nicht kennen. Warum haben die beiden nicht einfach einen unbrechbaren Schwur abgelegt?
Tja, ein unbrechbarer Schwur ist offensichtlich unbrechbar. Aber Dumbledore muss ja früher oder später gegen Grindelwald kämpfen, also muss der Schwur gebrochen werden. Also machen die beiden angehenden mächtigsten Zauberer ihrer Zeit einen schwächeren Schwur als den unbrechbaren, den man brechen kann. 6. Credence ist ein Dumbledore. Okay, kurze Unterkategorie. Top 5 Möglichkeiten, wie Credence Dumbledores Bruder sein kann. 1. Kendra ist doch nicht tot, besucht Percival in Azkaban und die beiden poppen in seiner Zelle. 2. Kendra ist doch nicht tot, Percival flieht unbemerkt aus Azkaban und die beiden poppen woanders. 3. Credence ist nur ein Halbbruder, Kendra ist doch nicht tot und poppt mit einem anderen Typen. 4. Credence ist nur ein Halbbruder, Percival poppt in Azkaban oder als Unbemerkter ausgebrochener mit einer anderen Frau. 5. Zeitumkehrer. Bitte tu's nicht, Rowling, bitte nicht schon wieder. 7. Zu viel von allem. Zu viele Figuren, die einmal auftauchen und dann nie wieder. Abernathy, der Leguan, Bunty, deren Namen ich extra googeln musste. Zu viele und zu lange Flashbacks. Mein Gott, wir sind hier nicht bei Zurück in die Zukunft. Kann bitte ein Film vorrangig zu einer Zeit spielen? Zu viele verdrehte Familienbäume, die kein Schwein blickt. Können wir bitte kurz den Film unterbrechen für ein animiertes Infochart, in dem diese Baby-Tauschgeschichte nochmal erklärt wird? Vorzugsweise von Rufus Beck. So viel Inhalt und Personen und Intrigieren und alles, was Rowling in diese Geschichte reinpacken will, passt einfach nicht in einen Film mit normaler Spielfilmlänge. Ich frage mich sowieso, wie die bis 1945 auf 5 Teile kommen wollen, wenn zwischen den ersten und dem zweiten nur ein paar Monate liegen. Ich wette, Rowling hatte wieder so viele Ideen zu dieser riesigen, komplexen Welt, die sie sich da geschaffen hat, dass sie den Produzenten so ein Drehbuch im Orden des Phönix-Umfang vor den Latz geknallt hat und die erstmal ewig damit beschäftigt waren, alles rauszupicken, was die ganze Geschichte beim gemütlichen Lesen vielleicht verständlich gemacht hätte, bis dann am Ende das rausgekommen ist. Bin jedenfalls gespannt, wie sich das in den Fortsetzungen weiterentwickelt. Hoffentlich werden diese Fragen vernünftig aufgelöst. Hoffentlich kriegt Nagini noch einen Sinn. Einerseits bin ich aus dem Film rausgegangen und habe mich ein bisschen veräppelt gefühlt für den Eintrittspreis, der selbst für Kino echt heftig ist. Andererseits, sind wir mal ehrlich, wir wollen trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und ich werde trotzdem wieder Geld zahlen, um in 2 Jahren den nächsten Film zu sehen. Da ihr euch jetzt die ganzen Spoiler gegeben habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr den Film schon gesehen habt. Wie hat's euch denn gefallen? Könnt ihr meine Kritik verstehen? Oder haben euch die Fehler nicht so gestört? Oder habe ich mich vielleicht irgendwo geirrt? Schreibt's mir in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Meinung und werde gern fröhlich mitdiskutieren. Bis dahin, tschüss!